Heute gibt es Kartoffeltortilla aus dem Omnia-Backofen. Dafür benötigt ihr eine rote Paprikaschote, 2 Zwiebeln, etwas Petersilie, 800 Gramm fest kochende Kartoffeln, 100 Gramm Frischkäse Natur, 6 Eier Größe M, Salz und Pfeffer und bei Bedarf noch etwas Paprika. Herzlich willkommen und hallo zu 4 Reifen, ein Klo. Und wir machen heute im Omnia-Backofen eine Kartoffeltortilla. Die Kartoffeltortilla, die könnt ihr super toll zu gegrilltem oder auch zu kurzgebratenen essen. Und wenn da was übrig bleiben sollte, dann könnt ihr die doch in Scheiben schneiden und anschließend in der Pfanne links und rechts einmal kurz braten oder auch so essen. Die schmeckt nämlich gebraten, kalt oder auch frisch aus dem Omnia-Backofen. Mega lecker. Ja, machen wir sehr gerne. Ist ein bisschen anders, weil ihr die Kartoffeln vorkochen müsst. Da rate ich auch zu, weil die Eier in den Kartoffeln, die dann nachher reinkommen, damit das alles stockt, die sind schneller durch als eure Kartoffeln. Deswegen würde ich euch raten, bitte kocht die vor. Wir schneiden die jetzt gleich in Scheiben, kochen die vor und dann gibt es da noch eine Paprika rein und Zwiebeln. Das braten wir gleich noch mal kurz in der Pfanne an, damit mehr Röstaromen entstehen. Ja, und dann sind wir schon fast fertig. Aber ich glaube, ich halte mal meine Klappe und wir fangen einfach mal an, die Kartoffeln kurz zu hobeln. Ihr könnt die auch gerne in Scheiben schneiden. Ich habe dafür einen kleinen Hobel. Das ist der vom Nicer Dicer. Den habe ich unterwegs auch immer damit. Und ach, eine Besonderheit haben wir noch, der Omnia-Backofen. Und zwar machen wir den heute in einem schwarzen. Das ist der neue beschichtete Omnia-Backofen. Den haben wir auch schon erklärt. Da gibt es ein Video drüber, das verlinke ich euch. Und also eine Beschichtung ist Gold wert. Und deswegen mache ich heute auch extra was mit extrem vielen Eiern, damit ihr seht, wie toll das da rausflutschen kann. Und dafür ist er natürlich prädestiniert. Ja, schaut euch das Video an, denn die Beschichtung ist mega toll. Ja, aber genug geredet. Wir schneiden jetzt die Kartoffeln für die Tortilla. So, die Kartoffeln habe ich im Übrigen mit Schale in Scheiben geschnitten. Die braucht ihr nicht unbedingt schälen. Ihr könnt es natürlich tun, aber unter der Schale sitzen ja nun mal bekanntlich die meisten Vitamine. Und warum soll man sich die Arbeit machen? Die Schale kann man ja essen. So, jetzt geht das Ganze einmal kurz auf den Gaskocher für ungefähr 10 Minuten. Die sollen ja nur ein bisschen angaren, das heißt nicht matschig werden, sondern nur ein bisschen angaren, sodass sie nachher zeitgleich mit den Eiern auch durch sind, weil die Eier gehen ja nun mal ruckzuck. Die Paprikaschoten, die Zwiebeln schneiden wir in Würfel. Die Zwiebeln ein bisschen kleiner und die Paprikaschoten etwas größer, also nicht so große machen, sondern wirklich so kleine Würfel nur machen. Und dann haben wir schon fast alles geschafft. Jetzt werden wir etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und das ein wenig anbraten. Das ist im Übrigen freiwillig. Es gibt aber besseres Aroma. Ihr müsst es nicht machen, aber ihr werdet es merken. Probiert es einfach mal aus, mit und ohne, denn ihr werdet merken, das gibt ein ganz anderes Aroma. Die Arbeit solltet ihr euch vielleicht mal tun. So, in der Zwischenzeit, wo die Kartoffeln noch ein bisschen auf dem Herd sind und das Gemüse ein bisschen anbrät, machen wir die Eiersoße dazu. Dazu einfach ein bisschen Petersilie nehmen und die erstmal hacken.
Und jetzt mischt ihr die Eier mit dem Frischkäse. So, ich verwende dazu meinen OXO-Handmixer, weil der ist da richtig super für. Und der macht alles klitzeklein. Dann rühren wir zwischendurch mal unser Gemüse noch ein bisschen um, bevor es anbrennt. So, das sieht gut aus. Das Ganze würzen wir jetzt mit Pfeffer und Salz und rühren dann gleich die gehackte Petersilie ein. Wer möchte, kann auch ein bisschen Paprika dazugeben oder auch Muskat, das schmeckt auch sehr lecker. So, dann haben wir unsere Eiermilch auch schon fertig. Gucken wir, was unser Gemüse, unsere Kartoffeln machen. Ja, das sieht gut aus. Die Kartoffeln geben wir noch 2-3 Minuten und dann können wir alles im Omnia-Backofen schichten. Die Kartoffeln habe ich zwischenzeitlich schon mal abgeschüttet. Da werden wir jetzt ein paar Kartoffeln in die Backform legen. Ihr braucht die Backform im Übrigen auch nicht mehr einfetten. Aufgrund der Anti-Haftbeschichtung ist nämlich das Besondere, dass ihr das sofort reintun könnt. Und erstmal eine Lage Kartoffeln und dann machen wir eine Lage Gemüse drüber und dann kippen wir schon mal ein bisschen Eier drüber. Und das wiederholen wir dann, bis wir keine Zutaten mehr haben. So, das Ganze geht jetzt für 5 Minuten auf voller Flamme und anschließend für 20 Minuten etwa auf halber Flamme. Das Ganze war jetzt 25 Minuten auf mittlerer Flamme drauf. Es kommt immer auf euren Kocher an. Ich habe es auch schon mal 20 Minuten drauf gehabt. Wenn ihr irgendwann seht, dass es noch ein bisschen flüssig ist, so ganz leicht, dann lasst bitte einfach den Deckel drauf, stellt das Gas aus und lasst die Restwärme sein Übriges tun. Denn die Restwärme, die macht nochmal den restlichen Garvorgang. Das heißt, hier oben, was vielleicht noch ein bisschen weich ist, das wird dann auch ganz schnell fest, weil das ist ja meistens nur noch so eine Millimeterschicht. Und dann klappt das auch. Ja, da gucken wir gleich mal, holen wir gleich mal ein Stück raus. Ich möchte euch auch bitten, nichts mit Metallischem da reinzugehen, weil dann macht ihr wirklich die Beschichtung kaputt. Ihr könnt aus Holz nehmen oder aus Silikon oder ähnliches. Ich lege euch auch gerne jetzt hier ganz, ganz besonders unsere Löffel ans Herz, wer den noch nicht hat. Denn hier sind die wirklich Gold wert, denn ihr könnt damit wirklich richtig reingehen und es passiert gar nichts. Aber wir holen da gleich mal ein Stück raus. Ja, das Rezept gibt es natürlich auch in einem unserer Rezeptbücher. Das ist Smarte Rezepte aus dem Omnia-Backofen, und zwar Koch- und Backrezepte. Hier findet ihr herzhafte Rezepte, Kuchen und Brot drin, und zwar alles kalorienarm. Das ist auch eine kalorienarme Tortilla, das ist die Tortilla Fitline, denn die wird mit Frischkäse gemacht und hat deswegen auch recht wenig Kalorien. Klar, die Eier haben Kalorien, aber man soll ja nicht auf alles verzichten. Es geht hier nicht darum, ein Diätbuch zu erstellen, sondern ein kalorienarmes Buch. Das ist eins von 12 Rezeptbüchern, die wir geschrieben haben. Unsere Rezeptbücher sind mittlerweile in Sülzemoos beim Freistaat erhältlich und auch
bei Spann an in Osterrönfeld in Schleswig-Holstein und sogar jetzt bei uns in Bochum. Nein, nicht nur bei uns, sondern auch, wir haben einen Campingladen in Bochum, das ist die Firma Spürkel und die vertreiben jetzt auch unsere Rezeptbücher. Das heißt, wenn ihr mal im Ruhrgebiet seid, schaut auch gerne bei Spürkel vorbei, denn die haben unsere Rezeptbücher jetzt auch dort. Genauso gilt es in Schleswig-Holstein im hohen Norden. Besucht Spann an. Die Vanessa hilft euch da gerne weiter oder die Moni halt auch im Süden in Sülzemoos. Ja, und jetzt holen wir da mal ein Stück raus und schauen uns das mal an und gucken mal, wie die Beschichtung sich geschlagen hat. Also hier könnt ihr schon mal sehen, es ist wirklich sehr angenehm braun geworden. Es ist nicht schwarz, es ist braun, so wie man es gerne hätte. Ich hole da mal noch ein Stück raus, damit ihr mal seht. Also das könnt ihr ja gut erkennen, das rutscht hier schon hin und her. Da klebt nichts an. Da klebt gar nichts an. Und schaut rein. Das ist ein Traum. Das ist ein absoluter Traum. Ich habe ja schon Beschichtete gehabt. Man kann die auch privat beschichten lassen. Habe ich auch schon gehabt. Da bin ich auch mega begeistert von. Und jetzt mit dem Original von Omnia zu arbeiten, das ist natürlich auch ein himmelweiter Unterschied. Die sind beide toll, die Beschichtungen, sowohl die ich privat beschichtet haben lasse, als auch diese. Ich glaube, ich könnte den ganzen Ring sogar drehen. Jo. Also da ist wirklich, da klebt nichts an. Ich kann das ganze Teil, das Innenleben einfach drehen. Da klebt wirklich nichts an. Ja, einfach traumhaft. Traumhaft. Gott sei Dank kam Omnia auch auf die Idee und hat gesagt, jo, wir machen einen beschichteten. Das ist eine richtig tolle Sache. Wie gesagt, das Video verlinke ich euch, wo wir den Beschichteten einmal genau beschrieben haben, wo wir ihn erklärt haben, wo wir weiter auf die Beschichtung eingehen und ähnliches. Das würde jetzt Ausmaße annehmen. Ich freue mich total. Ich freue mich auch total, dass dieses Eierteil, denn Eier kleben ohne Ende. Und hier konnte ich dann echt wirklich zeigen, da klebt nichts. Und so ist es auch mit der Reinigung. Ja, ich feiere jetzt weiter meine Begeisterung, denn das ist eins der ersten Rezepte, die ich da drin gemacht habe. Eins der ersten Rezepte, die eigentlich im normalen Omnia-Backofen völlig ankleben und mir den Nerv geraubt haben. Ja, wir probieren das jetzt und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, wie gesagt, bleibt bei uns. Wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich. Und empfehlt uns weiter, denn wir freuen uns drauf. Besucht uns auf Facebook, auf Instagram, auf Pinterest und natürlich wie immer hier auf YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video.